Viele Mandanten fragen, kann ich nach dem Wegzug aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz eine Offshore-Firma gründen, eine Briefkastenfirma gründen, zum Beispiel eine amerikanische LLC, die 0% Steuern bezahlt? In diesem Video wollen wir versuchen, darauf Antworten zu geben. Ein steuergünstiges Leben, ein steuerfreies Leben im Ausland zu führen, das ist der Traum vieler. Warum im Regen hocken im grauen Deutschland oder Österreich, wenn du auch ein Leben unter der Sonne leben kannst, dir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen kannst und dabei noch sehr wenig oder gar keine Steuern bezahlst? Viele stellen sich daher vor, sie ziehen ins Ausland, sie melden sich zu Hause ab, sie sind dann vogelfrei, sie können machen, was sie wollen. Als erstes gründen sie mal irgendwo eine günstige, steuerlich attraktive Gesellschaft und zahlen danach dann überhaupt keine Steuern mehr und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens im Ausland. Aber ist dies wirklich möglich? Nun, man muss sagen, für Österreicher und Schweizer kann man hier sehr deutlich mit Ja antworten. Wenn du Österreicher bist oder Schweizer bist und Österreich oder die Schweiz verlässt, dann kannst du danach eigentlich machen, was du willst. Weder Österreich noch die Schweiz werden weiterhin Steuern von dir wollen. Ausgenommen sind natürlich jene Einkünfte, mit denen man dann beschränkt steuerpflichtig ist. Hast du also zum Beispiel eine Immobilie in der Schweiz oder eine Immobilie in Österreich, dann müssen auf mögliche Mieteinnahmen natürlich weiterhin Steuern vor Ort bezahlt werden. Das ist ganz klar. Aber alles, was du letztlich im Ausland machst, da bist du völlig frei in der Gestaltung. Du kannst digitaler Nomade sein, du kannst dich irgendwo sesshaft machen. Du musst hier nicht mehr an die österreichischen oder Schweizer Steuern denken. In Österreich ist es ja sogar so, dass die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer vor wenigen Jahren hier abgeschafft wurde. Das heißt also, hier muss man sich sogar noch weniger Gedanken machen. Das heißt, selbst wenn du im Ausland bist und später zum Beispiel dann ein Haus in Österreich erbst, wird keine Erbschaftssteuer fällig. Vorsicht allerdings bei Firmenanteilen und anderem Kapitalvermögen. Hier wird möglicherweise die Wegzugsteuer fällig in Österreich, wenn diese an einen Ausländer verschenkt werden. In der Schweiz gibt es das alles nicht. Natürlich, in den meisten Kantonen gibt es tatsächlich Erbschaftssteuer. Das heißt, damit wird man sich natürlich auseinandersetzen müssen. Wegzugsteuer gibt es da natürlich nicht. Ein wichtiger Aspekt, der in Österreich relativ genau genommen wird, ist die Frage, bist du wirklich aus Österreich weggezogen? Ich habe das immer wieder mit österreichischen Mandanten gemerkt. Hier ist die österreichische Finanz also wirklich sehr streng. Hier ist zum Beispiel die Frage, wenn du jetzt im Ausland warst für 2 Jahre, dort eine Menge Geld verdient hast und dann wieder zurück nach Österreich kommst, warst du wirklich weg? Oder hast du eigentlich weiterhin in Österreich gelebt? Das wird hier vielfach gefragt. Anders als in Deutschland kannst du schon eine Wohnung haben in Österreich, aber wie viel Zeit hast du dort wirklich verbracht? Hast du damit möglicherweise gezeigt, dass dein Lebensmittelpunkt weiter in Österreich ist? Das sind Dinge, die dort sehr genau angeschaut werden. Das musst du also unbedingt steuerlich im Vorfeld klären. Hier musst du so wenig wie möglich Anlass dafür geben, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Österreich angenommen wird. In der Schweiz interessanterweise ist dies auch ein Problem, denn viele wissen nicht, dass die unbeschränkte Steuerpflicht in der Schweiz schon sehr schnell ausgelöst wird. Tatsächlich ist es so, dass du in der Schweiz schon mit 90 Tagen Anwesenheit am Stück unbeschränkt steuerpflichtig wirst. Ja? Das heißt also, wenn du als Schweizer im Ausland wohnst und in die Schweiz zurückkehrst, zu Besuchen regelmäßig, dann musst du aufpassen, dass du keine 90 Tage am Stück dort bleibst. Übrigens, kurze Abwesenheiten in diesen 90 Tagen zählen nicht als Abwesenheiten. Ja? Das heißt also, wenn du eine Woche in der Schweiz, eine Woche im Ausland bist, dann kommst du sehr schnell auf diese 90 Tage und die Tage im Ausland zählen dann nicht. Hier musst du also sehr aufpassen. Ansonsten bist du auch weiterhin in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtig. Aber ansonsten kannst du als Schweizer oder auch als Österreicher absolut jederzeit eine Offshore- oder Auslandsgesellschaft oder LLC oder was auch immer gründen. Du musst nichts letztlich beachten. Du kannst hier steuergünstig, steuerfrei
Geld verdienen. Du musst dich nur damit befassen, was sozusagen das Land, wo du wohnst und das Land natürlich, wo die Gesellschaft gegründet wurde, hier für steuerliche Vorgaben macht. Was Österreich oder die Schweiz sagt, ist egal. Du musst ja auch nichts erklären. Das ist alles rein im Ausland dann zu betrachten. Bei deutschen Staatsbürgern ist es leider komplett anders. Deutsche Staatsbürger können 10 Jahre nach dem Wegzug aus Ausland keine steuerfreien oder sehr steuergünstigen Gesellschaften gründen, wenigstens keine Briefkastengesellschaften. Einkünfte aus solchen Briefkastenfirmen wären weiterhin komplett in Deutschland zu versteuern, noch für 10 Jahre. Dazu gehört auch die amerikanische LLC. Das betrifft vor allen Dingen digitale Nomaden, auch wenn sie es vielfach nicht wissen. Die Einkünfte sind komplett in Deutschland steuerpflichtig. Damit du als deutscher Staatsbürger, der in einem Niedrigsteuerland wohnt, eine solche Gesellschaft etablieren kannst, muss diese Gesellschaft Substanz haben. Es muss eine ordentliche Betriebsstätte mit Personal, Geschäftsräumen etc., tatsächlicher wirtschaftlicher Aktivität am Sitzstaat hier involviert sein. Ansonsten sind diese Gesellschaften bzw. die Einkünfte aus dieser Gesellschaft in Deutschland steuerpflichtig. Du musst auch noch, wenn du hier solche Einkünfte hättest, sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte, oder aber wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst und noch Vermögen in Deutschland hast, eine Steuererklärung einreichen für 10 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland, musst du also genau erklären, was du an ausländischen Einkünften hast. Wie gesagt, ist eine ordentliche Betriebsstätte hier vorhanden, dann sind diese Einkünfte zwar zu melden in Deutschland, aber dort nicht mehr zu versteuern. Aber reine Briefkastengesellschaft, also nach dem Motto, ich bekomme jetzt hier hohe Provisionen, wenn ich aus Deutschland weg bin, das lasse ich mal alles über so eine Briefkastengesellschaft laufen und dann zahle ich keine Steuern drauf. Das geht als deutscher Staatsbürger nicht. Also abschließend können wir sagen, Österreicher und Schweizer haben es besser. Sie können ohne weiteres Briefkastengesellschaften, Gesellschaften ohne wirkliche Aktivität im Ausland gründen, offshore, wo auch immer du möchtest, spielt keine Rolle. Deutsche dagegen haben es schwer. Für sie ist es generell nicht möglich, eine solche Gesellschaft legal zu betreiben in den ersten 10 Jahren nach dem Wegzug aus Deutschland. Wenigstens dann nicht, wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Wenn du kein deutscher Staatsbürger bist, dann ist das natürlich egal. Auch wenn du in den 10 Jahren vor dem Wegzug nicht 5 Jahre mindestens in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst, dann ist das Ganze auch nicht relevant für dich. Alle anderen aber können leider hier nicht einfach so eine Gesellschaft gründen und diese steueroptimiert nutzen. Wie immer muss ich sagen, konsultiere deinen Steuerberater und Rechtsanwalt. Lass dich hier sehr genau beraten, lass es dir schriftlich geben, um nicht zu riskieren, dass du hier in eine Steuerfalle tappst und Jahre nach deinem Umzug das Finanzamt mit Forderungen an dich herantritt. Das sind Dinge, die passieren leider immer wieder, nicht weil man hier ganz bewusst Steuern in Deutschland nicht zahlen will, sondern weil die Lage so komplex ist, dass keiner eigentlich wirklich versteht, was er machen muss. Das heißt also, gute Beratung ist hier unbedingt notwendig. Wenn das Thema Umzug ins Ausland aus steuerlichen Gründen auch für dich wichtig ist und du vorhast, dich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, dann lade ich dich ein, jetzt hier ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Es würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.